Die aktuellen Energien, viele erleben es jetzt gerade als ultraturbulent. Vielleicht kannst du allgemein dazu was sagen. Ja, mm, also ich empfinde die Energien auch als sehr, sehr extrem im Moment. Sehr viel, was aus dem Unterbewusstsein nach oben gespült wird, sehr viel verdrängte Emotionen, die nach oben kommen. Gerade verdrängte Emotionen, wo wir glauben, dass es nicht richtig ist, nicht okay ist, dass wir das haben. Also Wut, Ärger, Neid, Missgunst. Ähm, Besonders stark fühle ich unterschwellige passiv-aggressive Energie, also Wut, Zorn, teilweise Verzweiflung. Und das sind Emotionen, die wir oft gelernt haben abzulehnen, weil wir abgelehnt wurden, wenn wir diese Emotionen gezeigt haben. Und es fühlt sich für mich an, als wäre das jetzt so eine Grundreinigung aus dem Unterbewusstsein, wo unser ganzer Frust, unsere ganze Verzweiflung, alles, was wir uns nicht erlaubt haben zu sein, zu fühlen, über die ganzen Jahre jetzt einfach präsenter wird und dominanter nach oben kommt, damit wir es fühlen können und annehmen können, heilen können, integrieren können, aber auch um an den Punkt zu kommen, die notwendige Katalysatorenergie zu haben, das Quantum zu bewegen. Und Wut und Zorn sind letzten Endes große Feueremotionen, die in gewisser Art und Weise dafür da sind, uns aus unserem Gefängnis zu befreien. Und das ist das, was wir auch fühlen, dass sehr, sehr viele gerade kurz davor sind, durchzubrechen, weil sie nicht mehr ihre Wut unterdrücken können, ihren Zorn unterdrücken können, ihre Verzweiflung, ihren Ärger, ihren Schmerz nicht mehr unterdrücken können. Und das jetzt einfach raus muss. Und das ist auf einem kollektiven Level, was hier gerade passiert. Plus, wir haben die Schumann-Resonanz, die die ganze Zeit piekt. Wir haben eine Achterbahnfahrt innerhalb der Erde, als würden Wellen nach oben gehen und wieder nach oben gehen. Und das ist alles wie eine raue See. Und nachdem wir mit der Erde verbunden sind und mit dem Kosmos verbunden sind, gehen wir auch durch diesen Reinigungsprozess. Und wie die Erde sich reinigt und befreit, so befreien wir uns auch von unseren ganzen emotionalen Blockaden und von unserer ganzen Wut, die wir uns nicht erlaubt haben zu fühlen. Und ich sehe es als etwas sehr, sehr Positives an. Es ist nichts, wo wir uns für ablehnen sollten. Es ist nichts, wofür wir uns oder andere sogar verurteilen sollten, sondern wo wir vollkommen da sind. Und ich habe heute auch zum Beispiel einen kurzen Wutmoment gehabt, wieso man kann sagen, einen kurzen Zorn, weil ich konfrontiert war, dass ich einem meiner Tiere in einer psychischen Situation nicht helfen konnte und es mich hilflos gemacht hat. Also Hilflosigkeit ist auch ein Thema, womit Wut oft Hand in Hand geht. Wenn wir wütend sind auf andere oder auf das System oder auf Situationen, dann weil wir uns hilflos fühlen, weil wir nichts tun können, um zu helfen oder um etwas zu ändern. Wir können nicht unsere souveräne Kraft nutzen, etwas zu verändern in der Situation. Aber diese Wut, die dann da ist, finde ich, ist trotzdem ein Katalysator, das Quantum zu bewegen und um in uns auch uns mehr kennenzulernen, mehr anzunehmen und zu helfen, die Realität zu shiften, um eine andere Realität zu wählen. Das heißt, die Wut nutzen als Katalysator in der eigenen Heilarbeit und Energiearbeit, nicht die Wut nach außen zu schicken und im Quantum außen versuchen zu bewegen, sondern im inneren Quantum die Wut nutzen, um einfach Klarheit zu schaffen. Und das ist das, was ich fühle. Plus, wir haben Meteoritenschauer und ich mache jetzt ganz dick fett die Gänsefüßchen, weil wir haben auch gerade im Erdorbit einen mega Konflikt vor sich gehen. Und dieser Konflikt im Erdorbit sind teilweise Spaceships, unsere parallelen Inkarnationen, die sich gerade bekämpfen und bekriegen, wo dann Spaceships auch zerschellen und dann als Meteorit bei uns hier gesichtet werden. Es gibt nicht so viele Meteoriten, wie es jetzt gerade teilweise täglich über gewisse Areale zu sehen sind. Das heißt, wir haben auch im Erdorbit gerade keine Stabilität in dem Ausmaß, wie wir es gewohnt sind, weil wir sind ja auch verschränkt im Quantum. Unsere parallelen Inkarnationen, unsere Brüder und Schwestern von den Sternen, die gerade da oben sind und im Konflikt sind,
so sind wir im Inneren auch verstrickt mit ihnen und fühlen auch diesen inneren Konflikt. Das ganze Kollektiv, alles ist gerade hier in Aufruhr und bewegt sich in den Aufstieg hinein. Und gleichzeitig fühle ich auch, dass es an der Zeit ist, dass wir Support auch annehmen dürfen, damit wir uns in diesen extremen Situationen auch trotzdem komfortabel fühlen. Das heißt, uns unterstützen können, auch mit Hilfsstoffen aus der Natur, Pflanzen, die uns unterstützen können, wie Baldrian, Melisse, Passionsblume, oder auch auch Plant Medicine kann uns helfen, in absolut niedrigen Dosen einfach jetzt das Bewusstsein und die Frequenz so hoch zu halten wie möglich. Und das ist letzten Endes auch genau das Ziel von diesem Purging, das stattfindet, dass das Unterbewusstsein klar und frei wird von all den unterschwelligen Konflikten, damit wir die Kapazität haben, unsere Frequenz weiter zu erhöhen und nicht immer wieder so zurückzubouncen und hoch und runter zu gehen von der Frequenz, sondern jetzt wirklich loszulassen, was nicht mehr dient, indem wir uns kennenlernen, ganz ehrlich zu uns sind, um dann die Frequenz Stück für Stück auch höher zu halten. Und irgendwie fühle ich auch dieses Go von vielen Seelen, sich auch Unterstützung zu holen, energetisch als auch einfach aus der Natur, um diesen Aufstiegsprozess zu supporten, weil einfach so viel gerade da ist.